Lektion 1. Sich in kniffligen Geschäftsverträgen zurechtfinden. Guten Morgen, Anna. Ich hatte gehofft, deinen Rat zu etwas zu bekommen. Hallo John. Was beschäftigt dich? Ich helfe gerne, wenn ich kann. Nun, ich bin gerade dabei, einen neuen Geschäftsvertrag auszuhandeln, und ich fühle mich ein bisschen überfordert. Ich verstehe. Es kann sicherlich schwierig sein, sich in Geschäftsverträgen zurechtzufinden. Was hat dich ratlos gemacht? Es ist hauptsächlich der Kommunikationsaspekt. Ich möchte sicher gehen, dass ich mich klar und gründlich ausdrücke, aber ich möchte nicht übermäßig aggressiv wirken. Das ist eine häufige Herausforderung. Der Schlüssel liegt darin, das richtige Gleichgewicht zwischen Durchsetzungsvermögen und Diplomatie zu finden. Exakt. Gibt es irgendwelche Tipps, die Sie uns geben können, um dieses Gleichgewicht zu finden? Nun, eine Sache, die ich als hilfreich empfand, ist, sich wirklich auf das aktive Zuhören zu konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Perspektive vollständig verstehen, bevor Sie antworten. Das ist ein gutes Argument. Ich neige manchmal dazu, meine eigene Agenda durchzusetzen. Ich kenne das Gefühl. Aber sich die Zeit zu nehmen, ihnen wirklich zuzuhören, kann viel dazu beitragen, Gemeinsamkeiten zu finden. Das macht Sinn. Und was ist, wenn es um den eigentlichen Verhandlungsprozess geht? Seien Sie natürlich vorbereitet, aber bleiben Sie auch flexibel. Lassen Sie sich nicht zu sehr auf ein einziges Ergebnis festlegen. Das ist ein kluger Ansatz. Das muss ich im Hinterkopf behalten. Exakt. Wenn Sie einen kooperativen Geist beibehalten, ist es wahrscheinlicher, dass Sie eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung erzielen. Exzellenter Rat, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, Ihre Erkenntnisse zu teilen. Ich helfe gerne, John. Die Verwaltung von Geschäftsverträgen kann schwierig sein, aber mit der richtigen Einstellung kann es ein produktiver Prozess sein. Auf jeden Fall. Dank Ihnen fühle ich mich jetzt viel besser gerüstet, um diesen Vertrag abzuwickeln. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Tipps geben konnte. Lass mich wissen, wie es läuft, okay? Das werde ich tun. Ich werde Sie auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 2. Ein Hoch auf den kulturellen Austausch. Guten Abend, Anna. Hast du Lust, mit mir ein Glas Wein zu trinken? Schöne Idee, John. Ich würde mich freuen. Hervorragend. Ich habe diesen wunderbaren lokalen Jahrgang gefunden, den ich schon immer probieren wollte. Oh, faszinierend. Ich bin immer begierig darauf, neue Weine zu entdecken, vor allem lokale. Das Gleiche hier. Ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit, etwas über die Kultur einer Region zu lernen. Absolut. Das Terroir und die Weinbautraditionen kommen in den Aromen wirklich zum Ausdruck. Genau. Hier, lass mich dir ein Glas einschenken. Ich denke, das wird dir gefallen. Danke. Nimmt einen Schluck das ist herrlich. Ich bekomme Noten von Beeren und eine subtile Eichennote. Ja. Genau das nehme ich auch auf. Die Balance ist einfach perfekt. Das ist es wirklich. Der Winzer hat eindeutig viel Sorgfalt und Aufmerksamkeit darauf gelegt. Einverstanden.
Dadurch weiß ich die Geschichte und Kunst zu schätzen, die in den Weinbau einfließen. Auf jeden Fall. Es ist, als würde man eine ganze Welt in einem einzigen Glas erkunden. Ich hätte es nicht besser sagen können. Hebt Glas auf kulturelle Entdeckungsreise durch Wein. Klirrt in Gläsern. Dazu trinke ich gerne, John. Prost! Prost, Anna. Das war eine wahre Freude. Lektion 3. Die inspirierende Reise von Terry Fox. Guten Morgen, Anna. Hast du die Neuigkeiten über Terry Fox gehört? Ja, habe ich. Was für eine unglaubliche Geschichte von Mut und Entschlossenheit. Absolut. Sein Durchqueren Kanadas für die Krebsforschung war wirklich beeindruckend. Das war es wirklich. Die Art und Weise, wie er angesichts solcher Widrigkeiten durchgehalten hat, ist wirklich bemerkenswert. Auf jeden Fall. Er ist zu einer so ikonischen Figur geworden, nicht nur in Kanada, sondern auf der ganzen Welt. Auf jeden Fall. Sein Vermächtnis hat bei so vielen Menschen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Absolut. Er ist zu einem Symbol für Hoffnung und Widerstandsfähigkeit für diejenigen geworden, die vor Herausforderungen stehen. Exakt. Seine Geschichte erinnert eindringlich daran, dass mit genügend Entschlossenheit alles möglich ist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Tatsache, dass er mit einer Beinprothese über 5000 Kilometer laufen konnte, ist einfach umwerfend. Ich weiß. Es ist unglaublich, an die physische und mentale Stärke zu denken, die er besessen haben muss. Auf jeden Fall. Er ist wirklich eine Inspiration für jeden, der versucht, Hindernisse zu überwinden. Absolut. Ich hoffe, dass seine Geschichte die Menschen auch in den kommenden Generationen motiviert und aufmuntert. Einverstanden. Terry Fox' Vermächtnis wird zweifellos als leuchtendes Beispiel für den menschlichen Geist weiterleben. Lektion 4. Wasserfällen hinterherjagen. Guten Tag, Anna. Erinnerst du dich an unseren Ausflug zu den Wasserfällen letztes Wochenende? Natürlich. Das war so eine tolle Erfahrung. Die Wasserfälle waren einfach atemberaubend. Absolut. Die schiere Kraft und Schönheit des herabstürzenden Wassers war wirklich demütigend. Auf jeden Fall. Und der Sprühnebel, der hoch in die Luft driftete, fügte dem Ganzen ein so magisches Element hinzu. Exakt. Es fühlte sich an, als wären wir von dieser nebligen, ätherischen Atmosphäre umgeben. Auf jeden Fall. Es war fast so, als würden die Wasserfälle eine faszinierende natürliche Leistung abliefern. Hätte es nicht besser sagen können. Das Dröhnen des Wassers war einfach beeindruckend. In der Tat. Es war wie eine Symphonie der Natur, mit den donnernden Wasserfällen als Höhepunkt. Genau. Und die Wanderung zum Aussichtspunkt war so friedlich und belebend. Absolut. Die Gelegenheit, von dieser üppigen, grünen Landschaft umgeben zu sein, war verjüngend. Auf jeden Fall. Es war der perfekte Weg, um Appetit zu bekommen, bevor sie die lokale Küche erkundeten. Auf jeden Fall. Das Essen nach der Wanderung im Restaurant am Fluss war der perfekte Abschluss des Tages.
Ich könnte nicht mehr zustimmen. Die Aromen waren die perfekte Ergänzung zu dem Naturwunder, das wir gerade erlebt hatten. Auf jeden Fall. Es war einfach rundum ein magisches, unvergessliches Erlebnis. Einverstanden. Ich kann es kaum erwarten, unser nächstes Abenteuer zu planen, um mehr von den atemberaubenden Kreationen der Natur zu erkunden. Lektion 5. Erkunden Sie die bezaubernde Nachbarschaft. Guten Tag, Anna. Hattest du die Gelegenheit, dir das neue Viertel anzusehen, über das wir gesprochen haben? Ja, habe ich. Ich bin heute früh dort spazieren gegangen und es war absolut herrlich. Wunderbar. Ich freue mich so, das zu hören. Was hältst du von der allgemeinen Atmosphäre der Gegend? Es hatte eine so wundervolle, einladende Atmosphäre. Die Straßen waren so malerisch und malerisch. Fantastisch. Und war es einfach, zu Fuß zu navigieren? Ich weiß, dass die Begehbarkeit einer der Hauptattraktionen war. Auf jeden Fall. Die Bürgersteige waren gut gepflegt und es gab viele Zebrastreifen. Hervorragend. Und fühlten Sie sich sicher beim Bummeln, auch in den ruhigeren Teilen der Nachbarschaft? Absolut. Die Gegend fühlte sich sehr sicher an, was ich sehr zu schätzen wusste. Das ist wunderbar zu hören. Sicherheit hat immer oberste Priorität, besonders an einem neuen Ort. Auf jeden Fall. Und die Bewohner, denen ich begegnet bin, waren alle so freundlich und hilfsbereit. Das ist fantastisch. Ein Gemeinschaftsgefühl ist in einer blühenden Nachbarschaft so wichtig. Absolut. Ich hatte den Eindruck, dass es ein Ort ist, an dem die Leute wirklich aufeinander aufpassen. Das ist wunderbar zu hören. Es klingt nach dem perfekten Ort zum Erkunden und Kennenlernen. Auf jeden Fall. Ich kann es kaum erwarten, wiederzukommen und mehr versteckte Juwelen in der Gegend zu entdecken. Hervorragend. Ich bin mir sicher, dass es viele lokale Geschäfte, Parks und andere Juwelen zu entdecken gibt. Lektion 6. Im lokalen Postsystem navigieren. Guten Tag, Anna. Ich wollte dich etwas fragen. Weißt du zufällig, wo sich der nächste Briefkasten hier in der Nähe befindet? Ah, ja, ich habe ein paar Postfächer in der Gegend gesehen. Lass mich nachdenken. Ich glaube, es gibt einen nur ein paar Blocks weiter an der Main Street. Wunderbar, das ist super hilfreich. Ich möchte meiner Familie zu Hause eine Postkarte schicken. Wissen Sie, ob das Postfach rund um die Uhr zugänglich ist? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es so ist. In der Nachbarschaft scheint es ein gutes Netzwerk an öffentlichen Postfächern zu geben, die rund um die Uhr verfügbar sind. Hervorragend, genau das hatte ich gehofft zu hören. Und kennen Sie zufällig die aktuellen Abholzeiten für den Briefkasten? Leider habe ich nicht den genauen Zeitplan, aber ich kann mir vorstellen, dass er im Laufe des Tages mehrmals abgeholt wird. Wahrscheinlich ist es am besten, auf der Mailbox selbst nach den angegebenen Abholzeiten zu suchen. Gute Entscheidung. Ich werde auf jeden Fall einen Blick darauf werfen. Und was das Porto angeht, gibt es in der Nähe ein Postamt oder einen Briefmarkenhändler, wo ich Briefmarken kaufen kann. Ja, absolut. Nur ein paar Blocks die Straße runter gibt es ein kleines Postamt. Ich bin sicher, Sie könnten Ihnen alle Briefmarken und Materialien zur Verfügung stellen, die Sie benötigen. Perfekt, genau das hatte ich gehofft zu finden.
Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, all diese hilfreichen Informationen bereitzustellen. Natürlich freue ich mich, dass ich helfen konnte. Lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann, um Ihnen beim Postkartenversand zu helfen. Werde ich machen, danke nochmal. Ich gehe jetzt rüber und lasse mir diese Postkarte schicken. Lektion 7. Diskussion aktueller Ereignisse. Guten Morgen, Anna. Heute Morgen habe ich die Nachricht erfahren und es hat mich ein bisschen beunruhigt. Haben Sie die Berichte über das Potenzial des unkontrollierten Einflusses des militärisch-industriellen Komplexes verfolgt? Ah ja, das war in letzter Zeit ein Thema vieler Debatten und Kontroversen. Es ist ein komplexes Thema ohne einfache Antworten. Absolut, es scheint, als ob das Potenzial für einen wirklich ungerechtfertigten Einfluss besteht, ob gewünscht oder nicht. Haben Sie irgendwelche Gedanken dazu, wie sich das entwickeln könnte? Nun, nach allem, was ich gelesen habe, gibt es Befürchtungen, dass die engen Beziehungen zwischen der Verteidigungsindustrie und politischen Entscheidungsträgern dazu führen könnten, dass Entscheidungen eher für den Profit als für das Gemeinwohl getroffen werden. Das ist ein wirklich gutes Argument. Es ist ein rutschiger Weg, wenn private Interessen anfangen, zu viel Einfluss auf Fragen der nationalen Sicherheit und Verteidigungspolitik auszuüben. Exakt. Und die schiere Größe und wirtschaftliche Macht des militärisch-industriellen Komplexes machen ihn zu einer gewaltigen Macht, die sich nur schwer kontrollieren oder zur Rechenschaft ziehen lässt. Helm, ich mache mir Sorgen über die möglichen katastrophalen Folgen, wenn dieser Einfluss nicht kontrolliert wird. Es könnte enorme Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben. Auf jeden Fall ist es eine echte Bedrohung für die demokratischen Prinzipien und das Wohl der Öffentlichkeit. Es ist ein Thema, das viel mehr Prüfung und Überwachung verdient. Ich stimme vollkommen zu. Es ist ein besorgniserregender Trend, dem wir uns meiner Meinung nach alle stärker bewusst sein und dem wir uns stärker stellen müssen. Absolut. Das sind die Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, wenn wir eine gesunde, funktionierende Demokratie aufrechterhalten wollen. Gut gesagt. Ich bin dankbar, dass wir über dieses wichtige Thema sprechen konnten. Es hat mir definitiv viel zum Nachdenken gegeben. Lektion 8. Den perfekten Entspannungsplatz finden. Hey Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas gestresst und bin auf der Suche nach dem bequemsten Ort, um einfach abzuschalten und zu entspannen. Hast du irgendwelche Vorschläge? Das ist eine gute Frage. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, eine Flughafenlounge auszuprobieren? Ich habe gehört, dass sie überraschend ruhig sein können. Eine Flughafenlounge. Daran hätte ich nicht gedacht. Warum glauben Sie, dass das eine gute Option wäre? Nun, die Flughafenlounges, in denen ich war, sind in der Regel ziemlich ruhig und gelassen, besonders im Vergleich zum Trubel im Hauptterminal. Außerdem verfügen sie oft über bequeme Möbel und Annehmlichkeiten, die Ihnen beim Entspannen helfen. Das ist eine interessante Idee. Das muss ich mir ansehen. Allerdings muss ich zugeben, dass mir der Gedanke an einen Flughafen als Entspannungsort etwas kontraintuitiv vorkommt. Ich weiß, es scheint ein bisschen unkonventionell. Aber manchmal können die unerwartetsten Orte die beruhigendsten und erholsamsten sein. Faires Argument. Vielleicht probiere ich es das nächste Mal aus, wenn ich reise. Ich bin aber auch neugierig, ob Sie weitere Vorschläge für gute Entspannungsplätze haben. Lass mich nachdenken. Hast du schon einmal einen botanischen Garten oder ein Kunstmuseum ausprobiert? Das können wunderbar beruhigende Umgebungen sein. Oh, ein botanischer Garten klingt wirklich reizend.
Die Kombination aus wunderschöner Natur und Ruhe könnte genau das sein, was ich brauche. Genau. Und ein Kunstmuseum kann so meditativ sein, durch die Galerien schlendern, sich in den Kunstwerken verlieren. Ich mag den Klang davon. Ich muss eine Liste erstellen und anfangen, einige dieser Optionen auszuprobieren. Danke für die tollen Empfehlungen, Anna. Lektion 9. Über Geschäftsreisen sprechen. Entschuldigung, Anna, warst du schon einmal auf einer Geschäftsreise? Warum ja, habe ich. Ich bin im Laufe der Jahre viel für arbeitsbezogene Besprechungen und Konferenzen gereist. Oh, wirklich? Das ist interessant. Was waren einige Ihrer Erfahrungen mit Geschäftsreisen? Nun, es kann sowohl aufregend als auch anstrengend sein. Einerseits lerne ich neue Orte kennen und lerne interessante Leute kennen. Andererseits können die langen Flüge, die engen Zeitpläne und die ständige Vernetzung ziemlich anstrengend sein. Das kann ich mir vorstellen. Was sind einige der Herausforderungen, mit denen Sie auf Ihren Geschäftsreisen konfrontiert waren? Eine Sache, die schwierig sein kann, ist der Versuch, unterwegs eine gesunde Routine aufrechtzuerhalten. Es ist leicht, sich anzugewöhnen, ungesunde Mahlzeiten zu sich zu nehmen und am Schlaf zu sparen. Ah ja, das macht Sinn. Produktiv und voller Energie zu bleiben, muss schwierig sein, wenn Sie ständig in Bewegung sind. Absolut. Und dann sind da noch die logistischen Probleme, wie die Koordination von Transport und Unterkünften in unbekannten Städten. Uff, ja, ich kann mir vorstellen, dass das einen ohnehin schon hektischen Zeitplan um einiges stressen würde. Haben Sie Tipps, um Geschäftsreisen zu vereinfachen? Ein paar Dinge, die mir geholfen haben, leichtes Gepäck zu packen, so viel wie möglich im Voraus zu planen und einige Ausfallzeiten einzuplanen, um neue Energie zu tanken. Es hilft auch wirklich, ein unterstützendes Team zu Hause zu haben. Das klingt nach großartigen Strategien. Diese muss ich im Hinterkopf behalten, falls ich jemals auf Geschäftsreise gehe. Auf jeden Fall. Und vergessen Sie nicht, sich gelegentlich etwas zu gönnen, zum Beispiel ein gutes Essen zu sich zu nehmen oder die lokalen Sehenswürdigkeiten zu erkunden. Das kann den ganzen Unterschied ausmachen. Oh, gutes Argument. Ein bisschen persönliche Zeit und Genuss können viel bewirken. Danke für die hilfreichen Einblicke, Anna. Ich fühle mich jetzt besser auf die Realität von Geschäftsreisen vorbereitet. Lektion 10. Diskussion atemberaubender Landschaften. Entschuldigung, Anna, warst du schon einmal in einer wirklich atemberaubenden Landschaft? Warum ja, habe ich. Tatsächlich habe ich erst letztes Jahr eine Wanderung durch die Schweizer Alpen gemacht, und die Landschaft war absolut atemberaubend. Die Schweizer Alpen, Das muss eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein. Wie war es? Es war wirklich unvergesslich. Die hochaufragenden Gipfel, die kristallklaren Seen, die sattgrünen Wiesen, es war, als würde man in eine Postkarte treten. Wow, das klingt unglaublich. Ich wollte schon immer die Alpen besuchen, aber ich hatte nie die Gelegenheit dazu. Was waren einige der Höhepunkte für dich? Nun, die Wanderung hinauf zum Öschinensee war definitiv ein Highlight. Das türkisfarbene Wasser und die dramatischen Klippen, die es umgeben, waren einfach atemberaubend. Das kann ich mir nur vorstellen. Das muss wie etwas aus einem Traum gewesen sein. Das war es wirklich. Und das Erfolgserlebnis,
nachdem ich es an die Spitze geschafft hatte, war einfach unglaublich. Ich wette. Wandern in solchen Landschaften muss sowohl körperlich als auch geistig herausfordernd sein. Absolut. Aber es ist so lohnend. Durch die Aussicht fühlt man sich im Großen und Ganzen so klein und unbedeutend und doch so verbunden mit der Natur. Ich verstehe, warum es ein so unvergessliches Abenteuer wäre. Hattest du noch andere unvergessliche Momente von deiner Reise? Oh, absolut. Der Sonnenaufgang über dem Matterhorn war einfach spektakulär. Solange ich lebe, werde ich diesen Anblick nie vergessen. Ah, das Matterhorn, einer der bekanntesten Berge der Welt. Ich kann mir nur vorstellen, wie beeindruckend es gewesen sein muss, das mitzuerleben. Es war ein echtes Privileg. Ich fühle mich so glücklich, die Gelegenheit gehabt zu haben, diese Art von natürlicher Schönheit aus erster Hand zu erleben. Nun, Sie haben sicherlich mein Interesse geweckt, die Schweizer Alpen zu besuchen. Das klingt nach einer unglaublichen Reise. Das war es wirklich. Ich kann es jedem nur empfehlen, der die Natur und atemberaubende Landschaften liebt. Es ist ein Abenteuer, das du nie vergessen wirst. Ich muss es auf jeden Fall auf meine Bucketlist setzen. Danke, dass du deine Erfahrung geteilt hast, Anna. Es klingt nach einer atemberaubenden Reise. Lektion 11. Musikalisch Talente. Hey Anna, ich habe gehört, du bist eine ziemlich talentierte Musikerin. Stimmt das? Warum ja, das ist es. Ich spiele Klavier, seit ich ein kleines Mädchen war. Wow, das ist beeindruckend. Ich habe mir immer gewünscht, ein Instrument spielen zu können, aber ich hatte nie ein gutes Händchen dafür. Oh, ich bin sicher, du hast versteckte musikalisch Talente, die du noch nicht entdeckt hast. Jeder hat das Potenzial, gut darin zu sein, Musik zu machen. Glaubst du das wirklich? Ehrlich gesagt weiß ich so gut wie nichts über Musik. Nun, du wärst überrascht. Auch wenn sie nicht viel wissen, könnten sie mit der richtigen Anleitung und Übung sehr gut darin werden. HMM, du bringst ein überzeugendes Argument vor. Warum hast du dich zum ersten Mal entschieden, Klavier zu lernen? Nun, meine Eltern haben mich immer ermutigt, die Künste zu entdecken, und das Klavier schien mir von Anfang an zu gefallen. Es ist wirklich schön, dass deine Eltern deine musikalischen Interessen unterstützt haben. Nicht jeder hat so viel Glück. Absolut. Ich bin sehr glücklich, in meiner Kindheit diese Art von Ermutigung erfahren zu haben. Es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Also, was ist dein Lieblingsteil am Klavierspielen? Oh, das ist ganz einfach die schiere Freude am Musikmachen. Es ist so magisch, ein Musikstück nehmen und es durch die eigene Interpretation zum Leben erwecken zu können. Ich sehe den Appell. Es muss ein sehr lohnendes Gefühl sein. Das ist es wirklich. Und je mehr du spielst, desto mehr entdeckst du neue Tiefen und Nuancen in der Musik. Das ist faszinierend. So habe ich noch nie wirklich darüber nachgedacht. Nun, vielleicht kann ich dich inspirieren, es irgendwann mal auszuprobieren. Wer weiß, vielleicht überraschen sie sich selbst. HMM, weißt du, das ist keine schlechte Idee. Vielleicht muss ich mich doch mit Klavierunterricht befassen.
Ich finde, das ist eine wunderbare Idee. Ich helfe Ihnen gerne beim Einstieg, wenn Sie möchten. Das weiß ich zu schätzen, Anna. Das war ein wirklich interessantes Gespräch. Du hast definitiv meine Neugier auf Musik geweckt. Ich freue mich so, das zu hören. Musik hat die Kraft, unser Leben auf so viele Arten zu bereichern. Ich freue mich darauf zu sehen, wohin Ihre musikalische Reise Sie führt. Ich auch. Danke für die Inspiration, ich kann es kaum erwarten, meine verborgenen Talente zu entdecken. Lektion 12. Opernträume. Guten Morgen, Anna. Ich wollte mit dir über etwas reden. Ach, was beschäftigt dich, John? Nun, weißt du, ich hatte schon immer eine Leidenschaft für Oper, oder? Ja, ich bin mir deiner Liebe zur Kunstform bewusst. Was ist damit? Ich habe tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, meine eigene Opernkompanie zu gründen. Wow, das ist ein ziemlich ehrgeiziges Ziel. Hast du viel darüber nachgedacht? Das habe ich tatsächlich. Ich habe vor einiger Zeit sogar versucht, etwas auf die Beine zu stellen, aber es hat nicht geklappt. Ich verstehe. Was ist passiert? Wenn es dir nichts ausmacht, wenn ich frage. Es ist eine etwas lange Geschichte, aber die Kurzversion ist, dass ich viel Geld verloren habe, als ich versucht habe, das zu verwirklichen. Oh nein, es tut mir so leid, das zu hören. Das muss ein echter Rückschlag gewesen sein. War es, aber ich habe den Traum nicht ganz aufgegeben. Ich glaube, dieses Mal muss ich es einfach anders angehen. Nun, es ist bewundernswert, dass du dich davon nicht entmutigen lässt. Was haben Sie vor, anders zu machen? Nun, für den Anfang werde ich bei meiner Planung und Spendenbeschaffung strategischer vorgehen. Das klingt nach einem klugen Ansatz. Sorgfältige Planung und Finanzmanagement sind für jedes ehrgeizige Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Exakt. Und ich werde auch versuchen, ein stärkeres Netzwerk von Unterstützern und Partnern innerhalb der Operngemeinde aufzubauen. Das ist eine tolle Idee. Das richtige Team und die richtigen Verbindungen können den Unterschied ausmachen. Absolut. Ich sehe das jetzt optimistischer als zuvor. Ich freue mich, das zu hören, John. Ich bewundere deine Leidenschaft und Entschlossenheit. Ich hoffe, Sie können Ihre Opernträume dieses Mal Wirklichkeit werden lassen. Ich auch, Anna. Danke fürs Zuhören und für die Ermutigung. Es bedeutet wirklich viel. Natürlich habe ich immer ein offenes Ohr und biete meine Unterstützung an. Lass mich wissen, ob ich etwas tun kann, um zu helfen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Wer weiß, vielleicht werden Sie eines Tages sogar Mäzen der Oper. Haha, naja, man weiß ja nie. Ich muss anfangen, mein Geld zu sparen. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Anna. In der Zwischenzeit habe ich einige ernsthafte Pläne zu erledigen. Hört sich gut an. Ich wünsche dir alles Gute für deine Opernaktivitäten, John. Danke, Anna. Ich werde Sie auf jeden Fall über meine Fortschritte auf dem Laufenden halten. Lektion 13. Widrigkeiten überwinden. Guten Tag, Anna. Ich wollte mit dir über etwas sprechen, das mir durch den Kopf geht.
Sicher, John, ich bin ganz Ohr. Was ist los? Es geht um die Herausforderungen, mit denen ich im Leben konfrontiert war, weißt du, die sich daraus ergeben, wo ich herkomme und in die Umstände, in die ich hineingeboren wurde. Ah, ich verstehe. Solche Hindernisse können sehr schwer zu überwinden sein. Exakt. Manchmal fühlt es sich an, als ob das Deck gegen mich gestapelt ist, weißt du? Die Schulen in meiner Nachbarschaft versagen und es gibt all diese versteckten Vorurteile, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Das muss so frustrierend sein. Es ist nicht fair, dass du doppelt so hart arbeiten musst, nur um die gleichen Chancen zu bekommen. Erzähl mir davon. Aber weißt du, ich gebe nicht auf. Ich bin fest entschlossen, mich über all das hinwegzusetzen. Das ist wirklich bewundernswert, John. Es erfordert viel Kraft und Belastbarkeit, um diese Art von Herausforderungen zu bestehen. Das tut es, aber ich bin nicht allein. Es gibt Menschen in meinem Leben, wie dich, die an mich glauben und mich unterstützen. Nun, du weißt, dass ich immer für dich da bin, John. Ich bewundere Ihre Entschlossenheit, die Widrigkeiten zu überwinden. Und das bedeutet mir unglaublich viel, Anna. Manchmal sind unsere Differenzen so tief, aber am Ende des Tages sitzen wir alle im selben Boot. Absolut. Wir haben vielleicht unterschiedliche Hintergründe, aber wir sind uns in unserer gemeinsamen Menschlichkeit einig. Exakt. Und genau das hält mich am Laufen, auch an den härtesten Tagen. Ich freue mich, das zu hören, John. Du hast eine tolle Einstellung und ich weiß, dass du tolle Dinge tun wirst. Danke, Anna. Vielen Dank für Ihre Ermutigung und Ihr Verständnis. Natürlich, John. Jederzeit, wenn Sie ein offenes Ohr oder ein freundliches Gesicht brauchen, bin ich für Sie da. Ich werde dich auf jeden Fall darauf ansprechen. Lass uns jetzt über etwas Leichteres sprechen, sollen wir? Lektion 14. Eine hilfreiche Beschwerde. Hey, Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen, das neulich in der Arztpraxis passiert ist. Oh, wirklich? Was ist passiert? Nun, weißt du, wie ich diesen Termin hatte, um mein Rezept nachfüllen zu lassen? Ja, was ist damit? Der ganze Prozess war nur ein Albtraum. Die Rezeptionistin war so unhöflich und nicht hilfreich. Oh oh, das klingt nicht gut. Was hast du getan? Am Ende musste ich mich beim Manager beschweren. Ich konnte sie einfach nicht mit dieser Art von Service davonkommen lassen. Richtig, das klingt gruselig. Hast du dich sofort beschwert? Ja, ich habe der Rezeptionistin gesagt, dass ihre Haltung inakzeptabel ist und dass ich mit dem Manager sprechen möchte. Wow, gut für dich, John. Es ist wichtig, für sich selbst einzustehen, wenn sie nicht richtig behandelt werden. Exakt. Ich wollte es nicht einfach durchgehen lassen. Ich hätte etwas Besseres verdient. Also, was ist passiert, als du mit dem Manager gesprochen hast? Nun, der Manager war wirklich sehr verständnisvoll. Sie entschuldigte sich ausgiebig und versicherte mir, dass das nicht wieder passieren würde. Es ist toll, dass der Manager es ernst genommen und das Problem angesprochen hat. Hast du am Ende dein Rezept nachfüllen lassen, okay?
Ja, als ich mit dem Manager gesprochen hatte, verlief der gesamte Prozess viel reibungsloser. Sie haben sich wirklich ins Zeug gelegt, um es richtig zu machen. Ich freue mich, das zu hören, John. Es ist immer schön, wenn ein Unternehmen bereit ist, zuzuhören und die Dinge in Ordnung zu bringen. Absolut. Es zeigt nur, dass es sich lohnt, sich zu melden, wenn Sie mit dem Service nicht zufrieden sind. Auf jeden Fall. Danke, dass du diese Geschichte geteilt hast, John. Es ist eine gute Erinnerung daran, dass wir keine Angst haben sollten, unsere Bedenken zu äußern. Jederzeit, Anna. Ich bin einfach froh, dass ich eine negative Erfahrung in eine positive verwandeln konnte. Lektion 15. Der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sein. Guten Morgen, Anna. Ich wollte deine Meinung zu etwas hören, über das ich nachgedacht habe. Klar, John, was geht dir durch den Kopf? Nun, ich habe in letzter Zeit einige Markttrends im Auge behalten und wollte sehen, ob Sie der Meinung sind, dass wir unsere Preisstrategie anpassen sollten. Oh, das ist eine interessante Idee. Welche Trends haben Sie bemerkt? Nun, ich habe gesehen, dass einige unserer Konkurrenten begonnen haben, ihre Preise zu senken, und ich frage mich, ob wir in Betracht ziehen sollten, dasselbe zu tun, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das ist eine knifflige Frage. Welche anderen Preisüberlegungen sollten wir im Auge behalten? Gute Frage. Ich habe mir auch Dinge wie Änderungen der Rohstoffkosten, der Versandkosten und sogar der Kundennachfrage angesehen. Okay, das ist eine Menge zu berücksichtigen. Gibt es noch andere Faktoren, die wir im Auge behalten sollten? Nun, eine Sache, über die ich mich gefragt habe, ist, ob wir Aktionsrabatte oder Paketangebote anbieten sollten, um mehr Kunden anzulocken. Das ist ein gutes Argument. Diese Art von Anreizen kann definitiv dazu beitragen, den Umsatz zu steigern. Aber wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht unterbieten. Exakt. Wir wollen unsere Rentabilität nicht opfern, nur um mit der Konkurrenz mithalten zu können. Richtig. Vielleicht könnten wir einige kreative Preisstrategien ausprobieren, die es uns ermöglichen, wettbewerbsfähig zu bleiben, ohne unsere Margen zu gefährden. Das ist eine tolle Idee. Ich werde eine detailliertere Analyse zusammenstellen und wir können sie bei unserem nächsten Treffen weiter besprechen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf, die Daten zu untersuchen und zu sehen, welche Möglichkeiten sich bieten könnten. Fantastisch. Danke für deinen Beitrag, Anna. Es ist immer hilfreich, eine neue Perspektive auf solche Entscheidungen zu bekommen. Lektion 16. Das Gasterlebnis perfektionieren. Hallo Anna, ich wollte deine Meinung zu etwas erfahren, das mit den Annehmlichkeiten unseres Hotels zu tun hat. Oh, klar, was hattest du im Sinn? Nun, ich habe über die Badezimmerausstattung nachgedacht, die wir unseren Gästen zur Verfügung stellen. Denken Sie, dass wir die richtige Produktmischung anbieten? Das ist eine gute Frage. Welche Art von Feedback haben wir von Gästen zu diesem Thema erhalten? Nun, ich habe ein paar Kommentare zur Qualität und Auswahl der Toilettenartikel bemerkt, die wir in den Zimmern haben. Okay. Welche Art von Produkten bieten wir derzeit an? Mal sehen, wir haben das grundlegende Shampoo, den Conditioner und die Körperwäsche sowie etwas Handseife und Lotion. In Ordnung. Und was haben die Gäste dazu gesagt?
Einige haben erwähnt, dass sie gerne ein paar mehr hochwertige oder luxuriöse Artikel sehen würden, wie vielleicht ein paar Badesalze oder ein schickes Stück Seife. Ich verstehe. Das ist ein interessanter Vorschlag. Denken Sie, das wäre die Investition wert? Nun, ich frage mich, ob eine Verbesserung der Badezimmerausstattung eine Möglichkeit sein könnte, unsere Gäste wirklich zu begeistern und uns von der Konkurrenz abzuheben. Guter Punkt. Die Verbesserung des Gästeerlebnisses hat immer oberste Priorität. Was wäre Ihrer Meinung nach der beste Weg, dies anzugehen? Ich dachte, wir könnten ein kleines Pilotprogramm machen, vielleicht ein paar verschiedene Premium-Produkte in ausgewählten Räumen ausprobieren und sehen, wie das Feedback ist. Das klingt nach einer klugen Art, das Terrain zu sondieren. Wir könnten sogar direkt Feedback von Gästen einholen, um uns bei der Entscheidung zu helfen. Exakt. Ich werde einen Vorschlag zusammenstellen und wir können ihn beim nächsten Treffen besprechen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf zu sehen, wie wir das Badezimmererlebnis für unsere Gäste verbessern können. Ich auch. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ich denke, das könnte eine wirklich großartige Gelegenheit für uns sein. Lektion 17. Sich im Verlorenen und Gefundenen zurechtfinden. Guten Morgen, Anna. Ich wollte Ihre Meinung zum Fundverfahren in unserem Hotel hören. Oh, das ist ein interessantes Thema. Was genau wolltest du besprechen? Nun, ich habe gemischte Rückmeldungen von Gästen darüber gehört, wie wir mit verlorenen Gegenständen umgehen. Ich verstehe. Von welchen Problemen haben Sie gehört? Einige Gäste haben erwähnt, dass der Prozess etwas verwirrend oder ineffizient erscheint. Das ist nicht ideal. Was glaubst du, könnte diese Wahrnehmung auslösen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht die Art und Weise, wie wir den Gästen die Schritte mitteilen, oder die tatsächlichen Verfahren, die wir eingeführt haben. Das ist ein gutes Argument. Klarheit und Effizienz sind entscheidend, wenn es um etwas so Wichtiges wie verlorene Gegenstände geht. Exakt. Ich habe mich gefragt, ob wir uns das gesamte Fundsystem genauer ansehen könnten. Absolut. Ich denke, das ist eine großartige Idee. Welche Verbesserungen haben Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten den Meldeprozess rationalisieren und es Gästen vielleicht leichter machen, Anträge einzureichen. Das ist ein kluger Vorschlag. Und was ist mit der tatsächlichen Ein- und Auslagerung verloren gegangener Gegenstände? Ja, ich habe mich gefragt, ob wir die Organisation und Nachverfolgung aller Fundsachen verbessern könnten. Auf jeden Fall. Ein gut strukturiertes System würde einen großen Beitrag zu einem besseren Gasterlebnis leisten. Einverstanden. Ich denke, das in Angriff zu nehmen, könnte unseren gesamten Gästeservice wirklich verbessern. Da stimme ich dir zu. Warum stellen Sie nicht einen Vorschlag zusammen, in dem einige mögliche Verbesserungen skizziert werden? Das werde ich tun. Ich werde noch mehr Feedback von Gästen einholen und mir ein paar Ideen einfallen lassen. Hört sich gut an. Ich freue mich darauf zu sehen, wie wir den Fundprozess optimieren können. Ich auch. Danke für deinen Beitrag, Anna. Dies ist ein wichtiger Bereich, den wir korrigieren müssen. Lektion 18. Der Frühling 1813. Hey Anna,
Hast du heute in unserer Geschichtsstunde etwas über den Frühling 1813 verstanden? Ah ja, die Ereignisse dieser Zeit waren ziemlich faszinierend. Auf jeden Fall. Soweit ich weiß, schien die ganze Provinz damals wahrscheinlich in amerikanische Hände zu fallen. Das ist richtig. Es war ein wirklich entscheidender Moment im Konflikt zwischen Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Exakt. Die amerikanischen Streitkräfte machten wirklich bedeutende Fortschritte in der Region. Absolut. Sie drängten hart darauf, die Kontrolle über strategische Standorte zu erlangen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hatten die britischen Streitkräfte zu diesem Zeitpunkt Schwierigkeiten, eine effektive Verteidigung aufzubauen. Sie waren wirklich auf dem Rückstand und mussten sich eine solide Gegenstrategie einfallen lassen. Wissen Sie, was in diesem Frühjahr letztendlich das Blatt zugunsten der Briten gewendet hat? Wenn ich mich nicht irre, war es die Ankunft von Verstärkungen aus Europa, die zur Stabilisierung der Situation beigetragen hat. Ah ja, das stimmt. Die zusätzlichen britischen Truppen waren entscheidend, um den amerikanischen Vorstoß zurückzuhalten. In der Tat. Es war ein echter Wettlauf mit der Zeit, um die Verteidigung zu stärken, bevor die Provinz verloren ging. Absolut. In den letzten Monaten des Jahres 1813 stand unglaublich viel auf dem Spiel. Auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, wie schnell sich das Blatt in einem solchen Konflikt wenden kann. Vollkommen. In einem Moment scheinen die Amerikaner auf einen großen Sieg vorbereitet zu sein, und dann schaffen es die Briten plötzlich, die Dinge umzukehren. Exakt. Die Geschichte ist voll von solchen dramatischen Wendungen. Ganz gewiss. Es ist immer faszinierend, in die Details einzutauchen und zu verstehen, wie sich alles entwickelt hat. Lektion 19. Ehrliche Momente festhalten. Hey Anna, ich wollte mit dir über mein neues Hobby chatten, die Straßenfotografie. Oh, das ist wirklich interessant. Darauf war ich schon immer neugierig. Was hat dich dazu gebracht? Nun, ich finde es einfach faszinierend, diese unbewachten, offenen Momente festzuhalten. Das kann ich mir vorstellen. Die Spontanität und Rohheit des Straßenlebens müssen für einige unglaubliche Aufnahmen sorgen. Genau. Ich liebe es, diese kleinen Teile des Alltags, die die meisten Menschen übersehen, einfrieren zu können. Das ist so eine coole Perspektive. Was für Dinge versuchst du normalerweise zu fotografieren? Alles mögliche Menschen, die ihrem Alltag nachgehen, interessante architektonische Details, skurrile Interaktionen. Wow, das klingt nach einem wirklich vielseitigen und visuell ansprechenden Portfolio. Das tut es auf jeden Fall. Ich habe es geschafft, einige wirklich einzigartige und überraschende Momente festzuhalten. Ich würde mich freuen, einige deiner Arbeiten irgendwann zu sehen, wenn du bereit bist, sie zu teilen. Straßenfotografie fasziniert mich. Absolut, ich zeige es dir gerne. Ich freue mich immer über Feedback und verschiedene Perspektiven. Wunderbar, ich kann es kaum erwarten. Es muss so ein erfüllendes kreatives Medium sein. Das ist es wirklich. Es ist einfach so belebend, da draußen in der Stadtlandschaft zu sein.
Das kann ich mir vorstellen. Der Nervenkitzel, den perfekten flüchtigen Moment zu finden, um ihn zu verewigen. Exakt. Es ist wie ein Rätsel, das ich ständig zu lösen versuche in Erwartung des richtigen Schlags. Ich wette, das beschäftigt deinen Geist wirklich und deine Augen scannen ständig deine Umgebung. Definitiv. Es ist eine großartige Möglichkeit, präsent zu bleiben und die Welt um mich herum zu beobachten. Ich sehe den Appell. Straßenfotografie scheint eine so coole Art zu sein, die Lebendigkeit des Stadtlebens zu dokumentieren. Vollkommen. Es ist eine Leidenschaft, die mir wirklich Spaß macht. Ich freue mich, dass ich sie mit dir teilen konnte. Lektion 20. In einem neuen Job navigieren. Guten Morgen, Anna. Kann ich dir über etwas den Kopf zerbrechen? Natürlich. Was beschäftigt dich? Nun, ich habe diesen Monat gerade einen neuen Job angefangen und bin ein bisschen nervös. Oh, ich verstehe. Einen neuen Job zu beginnen kann definitiv nervenaufreibend sein. Ja, ich möchte einen guten Eindruck hinterlassen, bin mir aber nicht sicher, was mich erwartet. Kein Grund zur Sorge. Ich teile gerne einige Tipps mit, die Ihnen weiterhelfen könnten. Das wäre toll, ich könnte den Rat wirklich gebrauchen. Okay, nun zuallererst. Hab Geduld mit dir selbst, während du dich eingewöhnst. Das ist ein gutes Argument. Es wird einige Zeit dauern, die Grundlagen zu erlernen, nicht wahr? Exakt. Sei am Anfang nicht zu hart zu dir selbst. Warte ein paar Wochen. Das macht Sinn. Und was würdest du sonst noch empfehlen? Nun, versuchen Sie, sich Ihren neuen Kollegen proaktiv vorzustellen. Gute Idee. Es ist wichtig, sich frühzeitig zu vernetzen und diese Beziehungen aufzubauen. Auf jeden Fall. Und scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen, wenn Sie sich bei etwas nicht sicher sind. Richtig, ich muss sicherstellen, dass ich alle Prozesse und Verfahren verstehe. Absolut. Je mehr Sie im Vorfeld lernen können, desto besser werden Sie abschneiden können. Das ist wirklich hilfreich, Anna. Ich fühle mich jetzt etwas besser vorbereitet. Ich freue mich, dass ich eine nützliche Perspektive bieten konnte. Denk einfach daran, positiv zu bleiben. Du hast recht, eine positive Einstellung wird viel bewirken. Ich weiß es zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst. Natürlich sind Freunde dafür da. Ich bin mir sicher, dass du in der neuen Rolle großartig abschneiden wirst. Danke, ich fühle mich schon selbstbewusster. Bin gespannt, was die Zukunft bringt.